Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Low-Carb-Rezeptvideo von mir. Heute stellen wir griechische Moussaka her. Allerdings versuchen wir es auch hier wieder Low-Carb zu halten, indem wir die Bechamelsoße ohne Mehl herstellen. Zwar habe ich in diesem Rezept auch die Kartoffeln verwendet, die sind natürlich nicht ketogen oder Low Carb geeignet, aber da meine Tochter zu Besuch war und die Moussaka nur so kannte, habe ich sie eben mit Kartoffeln hergestellt, aber ihr solltet sie einfach weglassen. Wir fangen zuerst damit an, die Bolognese-Soße zuzubereiten und dazu geben wir bio-natives Kokosöl in die Pfanne und eine große gehackte Bio-Zwiebel. Die braten wir jetzt in dem Kokosöl so lange an, bis sie anfängt braun zu werden, und sobald das der Fall ist, kommt dann das Hackfleisch hinzu vom Rind und wird dann ebenso lange angebraten, bis es braun sein wird. Und sobald das Hackfleisch richtig durchgebraten ist, dann kommen die Gewürze hinzu. Und zwar geben wir hier Kurkuma, frisch geschossenen schwarzen Pfeffer, Oregano, Himalaya-Salz, Biogemüsebrühe und Knoblauchpulver hinzu. Wir braten die Gewürze kurz an, damit sie ihr Aroma entfalten können, und dann werden diese mit den biopassierten Tomaten abgelöscht. Wer das Moussaka gerne auf traditionelle Weise relativ trocken haben möchte, gibt nicht so viel von den passierten Tomaten hinzu, damit die Soße nicht so dünnflüssig sein wird, sondern etwas dickflüssiger. Dann kommt noch Bio-Sahne hinzu und wie gesagt, also das kann man dann handhaben, wie man möchte. Bei mir ist die Soße sehr dünnflüssig. Es wäre anzuraten, sie weniger flüssig, also mit weniger passierten Tomaten herzustellen. Während die Bolognese-Soße jetzt auf kleiner Flamme vor sich hin köchelt, werden wir hier das Gemüse schneiden, natürlich wieder von Bio-Qualität, eine große Aubergine und zwei relativ kleinere Zucchinis, die wir jeweils in kleine Scheiben schneiden werden. Diese kommen in eine große, keramikbeschichtete Pfanne und werden in nativem Kokosöl angebraten. Und genauso handhaben wir das dann mit den Kartoffeln, natürlich auch von Bio-Qualität, die auch in kleine Scheiben geschnitten werden. Und nachdem Zucchini und Aubergine angebraten sind, werden die Kartoffeln nochmal separat angebraten in der gleichen Pfanne. Aber wie gesagt, ich möchte raten, die Moussaka ohne Kartoffeln herzustellen, damit es auch wirklich ein ketogenes Rezept sein wird. Stattdessen könnte man einfach mehr von den Auberginen und den Zucchinis verwenden. Wir braten diese jetzt von beiden Seiten relativ braun, goldbraun an und dann kommen sie in die große Auflaufform und dann werden wir das gleiche hier mit den Kartoffeln tun. Die werden auch in dem Kokosfett angebraten, bis sie eine goldbraune Farbe erlangen und halb durch sind. Wie gesagt, ich habe das Rezept eben versucht, so traditionell wie möglich zu gestalten, damit es meiner Tochter eben auch schmeckt. Denn meine Kinder wünschen sich immer die Rezepte aus ihrer Kindheit. Für die Bechamelsoße gebe ich jetzt hier natürlich auch wieder das bio-native Kokosöl in den kleinen Topf und dazu blanchiertes Mandelmehl. Und das wird jetzt eine Weile lang mit dem Schneebesen hier in dem Fett angebraten. Dann kommen Salz, Pfeffer und Muskatnuss hinzu und Parmesankäse in Bio-Qualität, und dann werden diese Gewürze nochmal kurz mit angebraten und dann mit der Biomilch abgelöscht. Wir bringen dann alles zum Kochen und sobald es einmal aufgekocht hat, drehen wir die Flamme ganz klein. Hier habe ich noch den restlichen Parmesankäse dazu gegeben und dann kommt gleich noch die letzte Zutat hinzu, und zwar das Johannisbrotkernmehl in Bio-Qualität. Denn das sorgt dafür, dass die Bechamelsoße die cremige, herkömmliche Konsistenz bekommt, die sie normalerweise bekommt, wenn man sie mit Mehl zubereitet. Und da muss man dann auch nach Gefühl schauen, wie viel man davon hinzugibt, damit die Bechamelsoße wirklich ihre übliche, dickflüssige Konsistenz erlangt. In meinem Fall war sie auch etwas zu dünn, wie ich finde. Wir sehen auch hier jetzt die Bolognese-Soße, die ist ein bisschen dünnflüssig. Wie gesagt, die sollte halt dickflüssiger sein und genauso auch die Bechamelsoße sollte etwas dickflüssiger gemacht werden, einfach etwas mehr von dem Johannisbrotkernmehl hinzufügen, damit sie die übliche dickflüssige Konsistenz bekommt. In meinem Fall wurde das alles etwas zu dünnflüssig, wie ich finde. Aber dem Geschmack hat es trotzdem keinen Abbruch getan, denn hinterher hat das Gericht ganz köstlich geschmeckt, nur war es eben etwas zu dünnflüssig von der Konsistenz her. Wir bestreuen noch mit geraspelten Käse und dann kommt das Ganze in den vorgeheizten Ofen auf Mittelstufe bei 175 Grad Celsius. Ober- und Unterhitze und wird so lange gebacken, bis es eine goldbraune Farbe erlangt. Und das dauert maximal etwa 30 Minuten. Und sobald diese Zeit um ist, sehen wir das Ergebnis. Eine wunderschön anzusehende griechische Moussaka. Ich persönlich liebe dieses Gericht sehr, meine Kinder auch. Und im Geschmack merkt man kaum einen Unterschied, trotz der Tatsache, dass die Bechamelsoße eben mit blanchiertem Mandelmehl hergestellt wird.
anstelle des ungesunden Weißmehls. Das schmeckt man meiner Meinung nach überhaupt nicht heraus. Ein weiterer Unterschied zur herkömmlichen Moussaka besteht eben darin, dass das Gemüse eben nicht in herkömmlichem toxischem Speiseöl angebraten und frittiert wird, sondern einfach nur in gesundem nativem Kokosöl. Schaut euch unbedingt nochmal mein Video zur Toxizität des Speiseöls an, was ich euch hier verlinke. Wer das noch nicht kennt, sollte das unbedingt tun, denn alle Pflanzenöle, die aus mehrfach oder einfach ungesättigten Fettsäuren bestehen, sind nicht zum Erhitzen gedacht, weil sie eben sehr oxidationsempfindlich sind, sprich Sauerstoff, Hitze und Lichtempfindlich, weshalb man grundsätzlich alle mehrfach und einfach ungesättigten Fettsäuren aus Pflanzenölen nur in kaltgepresster nativer Form für die Rohkostküche verwendet. Zum Erhitzen, sprich zum Braten, Backen und Kochen, verwendet man ausschließlich gesättigte Fettsäuren, also natives Kokosöl oder Ghee. Mein selbstgemachtes Ghee, das Video dazu verlinke ich euch nochmal hier. Und um zu wiederholen, für diejenigen, die es noch nicht wissen, gesättigte Fettsäuren sind nicht schlecht für uns, auch wenn die Industrie uns etwas anderes erzählt, sondern sehr gesund. Mein Video dazu, wo das nochmal erklärt wird, verlinke ich euch auch nochmal hier oben. Die wahren Übeltäter, die unsere Arterien verkalken, sind nicht die gesättigten Fettsäuren, sondern die vielen Kohlenhydrate, insbesondere die leeren, wie zum Beispiel im Weißmehl, weshalb wir es hier in der Bechamelsoße mit dem Mandelmehl ersetzt haben. Dann wünsche ich euch viel Erfolg beim Nachmachen dieses köstlichen Moussakas. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.